Das ist der Vogelsalat. Sadala. Die haben einen Durst. Einsam ist einfach geil. Wir haben für euch Ausschnitte vom YouTube-Kanal Garteln, Severins Glashaus, analysiert und heute für euch 8 typische Begriffe im Dialekt mitgebracht. Severin kommt aus Oberösterreich und sein Dialekt klingt also ein bisschen anders wie unser Dialekt. Wir kommen aus Salzburg. Los geht's! Begriff 1. Kuddelmuddel. Ja, da haben wir einen kompletten Tisch mit lauter Kuddelmuddel. Kuddelmuddel ist ein Begriff, den wir schon einmal in einem anderen Video erklärt haben. Schaut euch das gerne noch einmal an. Es ist ein Wort, das wir verwenden, um zu sagen, dass ein Chaos herrscht, dass es irgendwo sehr unordentlich ist. Begriff 2. Durst haben. Und die brauchen schon wieder Wasser, was ich da sehe. Die haben einen Durst. Das ist ein super häufig benutztes Wort. Zu Durst haben sagen wir Durst haben. Und die Blumen sind durstig, heißt dann eben, die Blumen haben einen Durst. Wir müssen sie also gießen. Begriff Nummer 3. Vogelsalat. Und was wir da heraus haben, das ist der Vogelsalat. Severin sagt zu dieser Art von Salat Vogelsalat. Das ist laut Duden österreichisch, denn in Deutschland sagt man Feldsalat. Wir würden aber auch immer Vogelsalat sagen. Übrigens, Vogel ist die Verkleinerungsform von Vogel. Ein Vogel ist also ein kleiner Vogel. Begriff 4. Sodala. Sadala. Sadala. Sodala ist ein Ausruf. Damit können wir einerseits sagen, dass wir mit etwas, zum Beispiel mit unserer Arbeit, fertig sind. Oder wir könnten auch damit ausdrücken, dass wir bereit sind, jetzt eine Arbeit anzufangen. Im Ausschnitt verwendet es Severin dann, als er zumindest vorerst mit seinem Arbeitsschritt fertig ist. Wenn wir eine Arbeit starten möchten, könnten wir aber auch sagen, Sodala, gehen wir's on. Oder Sodala, los geht's. Also ich bin bereit, loszulegen. Sodala kommt vor allem in Österreich oder in Bayern vor. Habt ihr das schon einmal gehört? Begriff Nummer 5. Holzscheideln. Darum hat sie das natürlich auch ganz angenehm mit Holz. Man legt ein paar Scheiteln rein. Scheideln oder Holzscheideln würden wir auch sagen. Und das sind Holzscheideln oder Scheideln. Also Holzscheit. Für uns sind das aber ganz klar die Holzscheideln. Begriff Nummer 6. Heuer. Da herum haben wir einige verschiedene Sorten gebaut. Heuer, meine Freundin hat gesagt, mein Garten schaut furchtbar aus, da hat sie recht. Heuer heißt heuer und ist ganz, ganz typisch. Wir verwenden das auch immer für dieses Jahr. Laut Duden ist dieses Adverb typisch für Österreich, aber auch für Süddeutschland oder die Schweiz. Begriff 7 und 8. Geil und geschmackig. Einsam ist einfach geil. Extrem gesund und geschmackig. Hier haben wir 2 typische Adjektive gehört. Geil ist sehr informell und kann je nach Kontext verschiedene Bedeutungen haben. Oft wird es verwendet für genial, super, richtig gut. Genau so meint es auch Severin im Ausschnitt, den wir gesehen haben. Geil kann aber auch bei Speisen bedeuten, dass etwas üppig oder zu fett ist. Zum Beispiel, der Kuchen ist mir zu geil. Also der Kuchen ist mir zu fettig oder zu üppig. Und das zweite Adjektiv ist geschmackig. Das ist auch sehr typisch und wir verwenden das ganz häufig. Es bedeutet gut gewürzt, wohlschmeckend oder schmackhaft. Der Duden qualifiziert dieses Adjektiv auch als typisch österreichisch. Und was ist euer Lieblingsbegriff aus dem heutigen Video? Wie findet ihr den Dialekt von Severin aus Oberösterreich? Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und wie immer bis dahin nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch in Österreich doppelt so viel Spaß.